So, liebe Freunde, und weiter geht's. Kein so großer Eisenbahnraum. Butch Cassidy und Sunday Kid. Wild Bunch waren die letzten der berühmten Banden von Gesetzlosen, die sind ja gestorben in Bolivien. Da gibt es ja im Westernfilm zu verbesserten Widerstand durch Freischalten der Kreuzritterrüstung. Und auf geht's, schauen wir mal, was uns erwartet. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Led by Butch Cassidy. They were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. I figured the Wild Bunch would likely hit such a treasure, and by God, I figured right. Also mit den drei Brüdern und diesem Erhängen, irgendwie ähnelt das ja auch der Geschichte Fall of Juarez, oder? They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Dass der Pastor-Junge überlebt hat und jetzt im Kopf. Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above, so I had no choice but to make my way up through the passenger cars dangling down. Wegen Ehre ist der doch gerade gestorben eigentlich, oder? Bin ich der Meinung. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. Soll ich da reingehen oder nicht? Gibt's denn hier was für mich? Was? Schild runterdrücken. Eigentlich möchte ich mal was vom Ranger freischalten. Das ist ein erhöhter Schaden während der Konzentration. Ich dachte, den hätte ich schon gehabt. Kann ich noch was auswählen? Okay. Was? Was? Was ist hier mit... Achso. Ich wollte gerade sagen. Dass die Figur dann immer so schräg läuft, finde ich ein bisschen blöd gemacht. Was? Okay. Ja, guck mal so nebenbei. Was haben wir denn hier? I found the device they used to blow the tracks, so I knew I was headed in the right direction. Ist die Waffe? Abgesägtes Gewehr. Ja, das nehmen wir mal. Ich weiß zwar nicht, ob das was bringt, aber okay. Ich hätte jetzt lieber meine goldenen, schönen Revolver. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. Das für ein Dreck. Ja, From there, I had to negotiate an even more precarious route. Das schießt mir schon auf. First, I would need to get my ass out of there. Habe ich gesagt, ihr dürft schon. Ich habe noch gar nicht gesagt, dass es losgeht, oder? Das ist ja blöde gemacht hier auf dieser Zunge. Du verlässt ihn. Ja, ich gehe. Ihr seid so blöd. Ja, lasst ihr einem auch nicht mal ein bisschen Freiheit und ein bisschen zu gucken. I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of Dank der desperados. Leichenanimation hier. Schaut mal, wie scheiße die teilweise liegen. Das ist, also da hätten sie lieber, ganz ehrlich, keine Animation, ein bisschen Ragdoll rein. Und das Ganze wäre um einiges besser gewesen. Behaupte ich einfach mal. Das ist so blöde. Outside, so blöde. inside, anywhere I could, I made my way towards my prey. Holla. Versuchen wir mal die abgesägte Gewehr. Noch einer? Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I where recall. all the passengers. There were no passengers aboard that day. Dead, maybe?
mir doch einfach mal einen ordentlichen Revolver, Jungs. Ordentlichen Revolver. Was? Nein, nein, die will ich nicht, die Schnelllader. Die mag ich nicht. Was ist das? Aha, wenn man Eingabe drückt, ist jemand... Was? Runter. Was ist das denn? Tipps und Nuggets der Wahrheit, das kann ich. Nachladerate erhöht. You're dead! You hear me? Was, nochmal? Darf ich nochmal? Schnelles Ziel. Get out here! Durch die Tür, okay. Diese kurze Winchester ist so für den Zug ganz gut. As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Odds were I was likely to die that day Kann ich anyway. natürlich nicht aufschießen. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. So billig gemacht übrigens. Wieder mit der Chrome Engine. Wenn auch schon die 5. aber ich sehe da noch keine Verbesserung. Sowas in der Art Ragdoll, aber sowas müsste laufen sein. Das ist schon okay. Nein. Aua, Alter, das hat weh getan. Machen wir meine beiden Schüsser wieder. Wo soll ich lang jetzt? Fragezeichen. Times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. Wir sehen, wie man das macht, Jungs. Ihr habt schon alles ausgeräumt. Was mache ich denn jetzt? Die lange Winchester? Ja, nein. I kept hoping the law would show up and give me a hand. You mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help? Der sieht aber schon wieder aus wie das ist auch so einer. Ich sage ja immer dieselben Figuren. Dieser Schrotflinten-Heini ist ein schwererer Gegner. Kid Curry, Butch Cassidy, Sunday Kid. Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome, as usual. So ein Who the hell is that? Take cover! Retreat! Retreat! Irgendwas abzuholen oder warum geht die Tür auf? Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? He's killing everybody! Ja. He'll kill us all! Geht wirklich. Von euch Banditen jedenfalls. Schrotflinten-Hannes.
einmal erlebt, dass ich eine bessere angeboten kriege hier. War ein Bound and Blood, aber irgendwie besser. Mit den Waffen. My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Och nö, wieder ein Maschinengewehr. Only a few stragglers were left, and I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. Jetzt mal überall Schüsse. Die stehen hier vor mir, Leute. Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nosed Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. Gang, ja, okay. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. Falsche Richtung gesprungen, deswegen sind wir beide tot. Nochmal das Ganze. Das war schade. Das hätte ich eigentlich gewinnen können, wenn wir mal ehrlich sind. Das war gleich beim ersten Mal. Pass auf, wenn ich jetzt in die andere Richtung springt, schießt er auch in die andere Richtung. Unehrenhaft, scheiße! On that Unehrenhaft! very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. Jetzt habe ich höchstens ein Hundertstel zu viel gedrückt. They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about Ja, that. unehrenhaft. Mein erster unehrenhaftes Duell, was nicht gewollt war, was nützt nichts. Ich hab's getan. Die Mission deswegen nochmal neu zu starten. Danke, nein. Ich bedanke mich trotz allem fürs Zuschauen und wünsche einen schönen Tag und ja, ihr habt die Lust auf ein weiteres. Dankeschön, ciao.